Hallo zusammen, mein heutiges Thema ist Franchise. Franchise aber in Bezug zur Nachfolge. Details bespreche ich heute mit Tietje. Mein Name ist Thomas Breit, Steuerberater aus Hamburg. Moin Thomas, schön wieder hier zu sein bei dir. Heute geht es um Franchise und immer wenn ich Franchise höre, bekomme ich fast immer direkt ein bisschen Hunger. Wir haben ja alle so direkt unsere Assoziationen, glaube ich. Was genau hat Franchise mit Nachfolge zu tun? Franchise hat mit Nachfolge zu tun. Also Franchise ist ja, dass jemand das Recht bekommt, ein bestimmtes Brand zu benutzen. Ja. Weiß ich, du machst einen Apple-Laden auf, dann könnte das sein, das gehört Apple, aber es könnte auch sein, dass sie dir das Recht dafür einräumen. Dann darfst du deren Logo führen, dann darfst du deren Ware führen. Natürlich bist du auch an andere Dinge gebunden. Die schreiben dir schon vor, was du einkaufst, wo du einkaufst. Das ist Franchise. Jetzt kann man das aber übertragen, also das, was du mit fremden Dritten machst, also was Unternehmen machen im Rahmen des Franchise, kann man natürlich auch in der Erbe-Nachfolge machen. Man könnte jetzt seine Kinder oder seinen Bruder, seine Schwester, keine Ahnung, ist völlig egal wen, nehmen und sagen, ich möchte dir irgendwann mal mein Geschäft wirklich übertragen, aber vorher brauche ich eine Probezeit. Ich möchte sehen, wie du mit meinem Brand dich auf dem Markt bewegst, wie du es schaffst, dieses Geschäft oder mein Brand zu führen, wie gut du bist als Unternehmer. Und das macht man, ohne dass man schon eigene Gesellschaftsanteile überträgt oder irgendwelche Verknüpfungen schon gesellschaftsrechtlicher Natur zu schaffen. Also schaltet man da quasi so ein Franchise-Szenario. Das ist ja schon so ein Premium-Praktikum. Genau, also die Vorhut, bevor es ernst wird, ne? Also bevor die Nachfolge endgültig passiert. Ne? Wie ist das dann geregelt? Also angenommen, es gibt ja verschiedene Szenarien, dass jemand sich dann komplett aus dem Unternehmen zurückziehen möchte und das Unternehmen dann doch nach dieser Probezeit überträgt. Aber was passiert zum Beispiel im Fall, wenn jetzt der Franchisegeber plötzlich verstirbt? Wo wir beim Thema Übernahme sind. Ja, das ist so, dann bringt uns das Franchise gar nichts. Wenn der verstirbt, dann folgt seine Erbfolge, weil das Unternehmen ist ja in keinster Weise auf dich übertragen worden. Ja, du hast den Franchise-Vertrag, das heißt, es wird auch fortgeführt. Also die Erben des Gesellschafters, der dir das Franchise-Recht eingeräumt hat, treten natürlich in seine Fußstapfen. Also das geht weiter. Du würdest deinen Laden weiter behalten, aber das hat nichts mit der Erbschaft zu tun. Die Erbschaft wird jetzt geguckt, was hat denn der Gesellschafter, der dir das Recht eingeräumt hat, überhaupt für eine Erbfolge geregelt. Und die findet dann auch statt. Ne? Also wenn du zufällig auch der Erbe bist, ist gut. Dann hast du tatsächlich auch die Sache geerbt. Dann kannst du quasi schon sagen, dann geht das Franchise-Recht möglicherweise durch Konfusion, fällt das ineinander zusammen, weil du jetzt auf der Seite des Franchise-Gebers und des Nehmers bist. Aber es kann ja auch sein, du hast das Franchise-Recht bekommen, aber du bist nachher gar nicht der Erbe. Und dann würdest du im Prinzip mit den neuen Erben die Vertragsbeziehung haben. Ob du danach noch das Unternehmen in irgendeiner Weise auch übertragen bekommst, ja, das steht dann in den Sternen. Also mit anderen Worten, das muss man noch mitregeln. Also Franchise selber löst nicht die Erbe-Nachfolgeregelung ab. Ich habe mich auch gerade gefragt, wie ist es denn zum Beispiel, wenn es jetzt mehrere Franchisegeber gibt, zum Beispiel die Eltern geben als Franchisegeber das Franchise-Recht an zwei Kinder und beide sind zu gleichen Teilen Franchise-Nehmer. Was passiert dann im Erbfall? Oder das andere Konstrukt, ein Kind ist Franchise-Nehmer, das andere Kind aber gleichzeitig gleichberechtigter Erbe. Ja, genau. Also das wäre natürlich fast schon so eine Art Super-GAU, weil du hast ja dann keine Gleichbehandlung zwischen den Kindern. Wenn du auf der einen Seite der Franchise-Nehmer bist und deine Schwester, dein Bruder wird dann auf einmal Franchise-Geber, kommt drauf an, was im Vertrag steht, ob dadurch Sonderkündigungsrechte möglich sind. Wenn du Pech hast, verlierst du dann dein Franchise-Recht. Ansonsten bleibst du natürlich immer in der Stellung des Franchise-Nehmers, musst auch schön deine Franchise-Gebühren an deinen Bruder, Schwester abführen. Also das ist genau das Szenario, was wir nicht wollen, sondern es muss so sein, wir nutzen ja nur das Modul Franchise als Zwischenstation zu Danach wirst du schwacher Gesellschafter und am Ende wirst du starker Gesellschaft bei Erbfall.
Wie genau unterscheiden sich jetzt, also ich musste mal einhaken, schwacher Gesellschafter und starker Gesellschafter? Wie ist das in Prozent auszudrücken? Nicht in Prozent, sondern in der, wie soll ich sagen, in der Macht, die du hast. Also als Franchise-Nehmer hast du gar keine Macht, weil du ja keinen Anteil an der Gesellschaft hältst, die dir das Recht eingeräumt hat, was ja meistens die Gesellschaft des Erblassers ist, der Eltern meistens ja. So, und dann gibt es die erste Stufe schwacher Gesellschafter. Das heißt, die Eltern lassen sich direkt an dem eigentlichen Unternehmer Mitgesellschafter werden, aber da hast du nur ganz, ganz schwache Gesellschaftsrechte. Macht man häufig über eine atypisch stille Gesellschaft, also stille Gesellschaft. Nach außen weiß das keiner, dass du Gesellschafter bist, du bist aber im Innenverhältnis wie ein Gesellschafter gestellt, ist aber nur eine schuldrechtliche Vereinbarung. Die Eltern könnten das jederzeit aufkündigen. Trotzdem hast du schon mal eine Gesellschafterstellung, ist aber eine schwache Gesellschafterstellung, weil durch einfache Kündigung, Aufkündigung kann das beendet werden. Starke Gesellschafter ist, du erbst wirklich oder du bekommst wirklich Gesellschaftsanteile an dem Unternehmen. Naja, und das ist nicht einfach aufzukündigen, also da sind wir im Gesellschaftsrecht, das ist dann, weiß ich, Untreue oder man kann dich quasi nicht einfach so rausschmeißen. Ne? Also es gibt vielleicht ein Squeeze-out aber grundsätzlich kann man dich nicht rauspressen und auch nicht rausschmeißen. Und das ist natürlich eine starke Gesellschafterstellung. Und wenn du dann noch bestimmte Prozentpunkte hältst, weiß ich, mehr als 25%, also 25,1%, du hast sogar eine Sperrminorität, ja, dann hast du eine richtige Gewalt, denn dann kannst du ja jede Entscheidung aus der Perspektive einer GmbH blockieren. Hast du mehr als 50%, geht es noch viel weiter. Also das heißt wirklich starke Stellung, dass du richtig mitreden kannst und die anderen können dich auch nicht einfach so loswerden. Und das sind die Stufen Franchise, schwacher Gesellschafter, starker Gesellschafter. So sollten wir das planen. Wenn das nicht geplant ist, passiert genau das. Wir sind Franchise, haben aber nicht schon an die Erbschaft gedacht. Jetzt passiert das aber. Dein Szenario, der Erblasser verstirbt, hat nichts geregelt und auf einmal, weiß ich nicht, er hat ein veraltetes Testament und da war auch noch eine Ungleichbehandlung zwischen den Kindern und dann, das wäre der absolute Super-GAU. Und deswegen ist ja die Erbe-Nachfolgeplanung so wichtig. Auf der anderen Seite, Franchise ist noch nicht die Planung, aber natürlich eine super Vorstufe, weil Erbschaft ist das eine, Schenkung ist auch das eine, aber Vertrauen in die unternehmerischen Fähigkeiten, je nachdem, um was für ein Unternehmen es sich handelt, ist noch was anderes. Und es gibt eigentlich nichts Schlimmeres, als jemanden schon mit ins Boot zu holen. Du kannst ihn aber nicht mehr loswerden, es läuft auf einmal nicht mehr und du wirst ihn nicht los, weil er ist ein zu starker Gesellschafter. Dann wäre ja noch eher die schwache Gesellschafterstellung gut, aber auch das, es ist ja immerhin schon eine Gesellschafterstellung. Also wenn du eine richtige Erprobungsphase willst, ohne Risiko, also dass wirklich kein Risiko für dich besteht, dann machst du es über Franchise. Und wenn du schon ein bisschen gewillter bist, ein gewisses Risiko einzugehen, bloß nicht starke Gesellschafterstellung, dann machst du es halt über die atypisch stille Beteiligung, ganz klar, ne? Aber wie gesagt, für Beginn der Planung könnte man über Franchise nachdenken. Also darüber geht es ja in unserem Dialog, was hat das mit Nachfolge zu tun. Man muss das nicht machen, aber es ist eine Option. Dafür kann man auch Franchise benutzen, nämlich für eine Vorstufe, für eine Probezeit bis zur schwachen Gesellschafterstellung. Ja, ich stelle mir das familiär vielleicht manchmal ein bisschen problematisch vor. Du vertraust mir nicht, ich möchte sofort Gesellschafter werden. Nein, du kriegst nur einen Franchise-Vertrag. Interessant, wirklich habe ich noch nie drüber nachgedacht, dass das auch ein mögliches Szenario wäre. Aber bei all dem, wenn wir das betrachten, wie ist das steuerlich einzuordnen? Ja, differenziert, wenn wir uns jetzt mal den Nehmer, den Franchise-Nehmer angucken. Das Gute ist, er macht ja jetzt ab dann, oder sie macht ihre eigenen Gewinne. Das heißt, da wird nichts versteuert. Ne? Sie kriegt ja quasi nichts. Sie fängt bei Null an, sie hat einen Vertrag, sie muss Franchise-Gebühren bezahlen. Das löst überhaupt gar keine Besteuerung aus. Das Schöne ist, wenn das Unternehmen wächst und floriert, löst das natürlich auch keine Schenkung und Erbschaftssteuer mehr aus. Das ist ja quasi selbstverdientes Geld. Der nächste Effekt ist betriebswirtschaftlich. Der Geber kann jetzt dieses Recht, was er seinen Nachfolgen eingeräumt hat, bewerten mit einem Kapitalwert und in seiner Bilanz steuerfrei in der Handelsbilanz ausweisen.
Das heißt, er hat eine Bonitätsverbesserung, hat viel mehr Eigenkapital, sieht gut für die Banken aus und man kann das auch mathematisch nachweisen und sagen, hier, das ist meine jährliche Franchise-Gebühr mal Faktor, gibt es finanzmathematische Verfahren, nachdem man das ermittelt, kommt ein Wert von, ich sage jetzt mal 1 Million bei raus. Dann hast du 1 Million Euro auf einmal sichtbar machen können in deiner Handelsbilanz. Du kannst es auch verwenden und es wirklich verkaufen an eine Schwestergesellschaft von dir. Falls du noch irgendwie Verlustvorträge hast, kannst du es steuerpflichtig machen. Das solltest du aber nur machen, wenn du das kompensieren kannst mit Verlustvorträgen. Aber das ist die nächste Gestaltung. Du kannst es also auch steuerpflichtig machen, wenn du Verluste hast. Verbrauchst du halt deine Verluste. Und so kann man also sagen, steuerlich haben wir erstmal überhaupt keine Besteuerung beim Franchise-Nehmer, auch nicht beim Franchise-Geber. Braucht der Franchise-Geber Gewinne, um seine Verluste wegzukompensieren? Ja, dann macht er das halt. Wunderbar, auch auf der Ebene können wir hervorragend gestalten. Also einige Möglichkeiten. Das bedeutet, Franchise ist sinnvoll für? Franchise ist sinnvoll für, wo die Eltern oder die Übergeber sich noch nicht so im Klaren sind, ob sie den Nachfolgern vertrauen können. Und damit meine ich nicht das persönliche Vertrauen. Ich meine, ein Unternehmen ist ein lebendes Organ. Und dass das nicht jeder kann, wissen wir auch alle. Und weißt du, so eine Probe mit jemandem zu machen, wo er schon die volle Verantwortung trägt für die Gesellschaft, ob als starker oder schwacher Gesellschafter, ist fast schon egal. Das hat ja auch beides steuerliche Konsequenzen, sowohl beim starken als auch beim schwachen Gesellschafter. Weil da haben wir einen Erbfall, da haben wir eine Schenkung eventuell, da haben wir auf jeden Fall schon gesellschaftsrechtliche Konsequenzen, die das zur Folge hätte, das rein wie das raus. Und hier gehst du eigentlich in so eine Führungsrolle, also du packst deinen Nachfolger in eine Führungsrolle ohne Verantwortung. Das ist doch angenehm, weil auch der Nachfolger weiß, er kann eigentlich nichts falsch machen. Und wenn er was falsch macht, platzt hier keine Steuerbombe und für den, der übergeben möchte, platzt aber auch nichts. Und das ist doch hervorragend, dass man jedem auch mal die Chance gibt zu zeigen, was für ein Typ bist du? Bist du der Unternehmertyp oder bist du nicht der Unternehmertyp? Also ich finde, das ist ein wunderbares Modell und dafür sollte man es benutzen. Ansonsten vergiss das Ganze und machst du halt gleich die Nachfolge mit all den Verzahnungen, Verknüpfungen und dann hast du halt die Probleme, falls das mal platzen sollte. Also Franchise, eine gute Möglichkeit für eine weiche Nachfolge, so nenne ich es jetzt einfach mal, sollte man auf jeden Fall mal drüber nachdenken. Ja, weiche Nachfolgelösung ist genau das Stichwort für Exit-Möglichkeiten. Denn wir brauchen eine. Zumindest in der Nachfolgeplanung. Wenn die Nachfolge passiert, kommt die starke Gesellschafterstellung. Das ist klar, da brauchen wir keine Exit-Lösung. Aber bis dahin sollten wir doch eine gewisse Flexibilität haben. Wir hätten da die Betriebsverpachtung, Franchise und die schwache Gesellschafterstellung als stiller Gesellschafter. Und fangen Sie früh an zu planen, damit Sie genau diese ganzen Stufen überhaupt ausprobieren können. Ja, wenn Ihnen das hier gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn Sie meinen Kanal abonnieren. Dann sehen wir uns wieder. Thanks for watching.